Einmal Gamer, immer Gamer. Ich glaube, das empfinden viele von uns so, weil wieso solltet ihr auch sonst auf diesem Video sein? Gaming als Hobby begleitet mich schon seitdem ich ganz klein bin. Ich glaube, mit 6 Jahren habe ich den Super Nintendo meines Bruders vermacht bekommen. Ich war stolz wie Oscar und habe die ganze Zeit Spiele gespielt, die ich eigentlich gar nicht kapiert habe. Wie oft ich in Super Mario Land in dem Geisterhaus gestorben bin, weil ich einfach nix gerafft habe, kann ich einfach gar nicht zählen. Das Ganze habe ich auf so einem alten Röhrenfernseher aus den 70ern gespielt, an dem man noch an so einem kleinen Rädchen die Farbsättigung einstellen konnte. Das war so richtig retro und der hatte außen sogar noch richtig Holz. Das gibt's ja heute gar nicht mehr. Heute gibt's einfach nur noch Plastik überall. Dann habe ich als nächstes die PlayStation 1 von meinem Bruder bekommen. Beziehungsweise war das eigentlich ziemlich unfreiwillig von ihm. Ich hatte nämlich eigentlich eine eigene, in der er mir damals so einen Chip einlöten wollte, damit ich auch gecrackte CDs abspielen kann. Hat keiner gehört. Aber leider ist meine PlayStation dabei in den Sony-Himmel gekommen und es ging leider gar nichts mehr. Ich war natürlich todtraurig und meine Mutter stinksauer auf meinen Bruder. Also musste mein Bruder mir seine PlayStation geben. Meine Mutter hat echt hart durchgegriffen. Da habe ich dann vorrangig diese ganzen Demos von diesen komplett schwarzen Discs gespielt. Vielleicht kennen die noch einige von euch. Das waren immer so CDs, die in so Spieleheften drin waren, auf denen dann Demos waren. Ich hatte natürlich mit 8 Jahren oder so überhaupt kein Geld für ein Spiel. Die haben damals, glaube ich, 99 D-Mark gekostet. Das war echt schweineviel Geld. Ein paar Spiele habe ich natürlich bekommen, aber eigentlich kann ich mich nur noch an F1 2000 erinnern. Das habe ich wirklich bis zum Abwinken gespielt. Was ein Spiel. Da konnte man gar nicht verlieren. Michael Schumacher hat einfach jeden Grand Prix gewonnen. Also ich. Bremsen musste man nicht, einfach Vollgas auf X durchdrücken und YOLO. 2, 3 Jahre später habe ich dann meinen ersten Computer bekommen. Halleluja! Das war so ein richtig alter PC, der damals schon 6 Jahre auf dem Buckel hatte, mit so einem alten Pentium MMX 166 Prozessor, dass ich das noch weiß. Darauf hat mir mein Bruder dann Half-Life installiert. Das Spiel lief mit sage und schreibe 2 FPS. Kein Scherz. Mein Bruder meinte nur, das kannst du so nicht spielen. Und ich, doch, das geht, guck, ruckel, ruckel. Ich wollte natürlich nicht wahrhaben, dass das absoluter Quatsch ist, das so zu spielen. 2 Jahre später habe ich dann einen Office-PC bekommen. Auf dem lief dann wenigstens Half-Life und Counter-Strike, nur hatte ich leider kein Internet auf dem Ding. Aber gegen Bots konnte man ja auch spielen. Als Kind war alles möglich, nichts war langweilig. Wir spulen ein paar Jahre vor und 2005 habe ich den alten PC von meinem Bruder bekommen. Irgendwie habe ich die Unterhaltungselektronik von meinem Bruder aufgetragen, glaube ich. Aber so alt war der PC eigentlich gar nicht. Er war tatsächlich noch ziemlich gut, bis auf dass mein Bruder mal mit der Faust drauf gehauen hatte und das Ding eine Beule im Gehäuse hatte und dass deshalb die Festplatte regelmäßig sich aufgehangen hat. Aber als Kind war alles möglich. Dann, 2006, haben plötzlich irgendwie alle in meiner Schulklasse von diesem komischen Spiel geredet. World of Warcraft? Ich dachte, warum zum Geier reden die da die ganze Zeit drüber? Was ist denn daran so toll? Ja, ich habe dann mal im Internet, das ich dann mittlerweile hatte, recherchiert und oh mein Gott, was haben meine Augen da gesehen? Konnte das wahr sein? Man konnte seinen eigenen Charakter erstellen, einen Beruf erlernen, eine riesige Welt ohne Ladebildschirme bereisen, reiten und das Ganze mit anderen zusammen? Wow. Ich musste das dringend meiner Mutter erzählen. Ich ging also aufgescheucht wie ein Huhn vom Schlachter zu meiner Mutter und sagte ihr, dass ich dieses Spiel jetzt haben muss. Jetzt! Das Problem war, meine Mutter musste mir ja den Account machen, da ich noch nicht 18 war. Das war gelinde gesagt etwas schwierig. Aber ich habe sie überzeugt. 2 Jahre später hatte ich dann über 3000 Spielstunden in WoW.
Das ging dann so ein paar Jahre vor sich hin. Ich habe immer wieder Pausen eingelegt, aber ihr kennt es, WoW hat sich verändert, die Freunde wurden älter und gingen. Also orientierte ich mich erst in Richtung anderer MMOs. Star Wars The Old Republic, was ein geniales Spiel. Dort habe ich tatsächlich ziemlich intensives Roleplaying betrieben. Das hat echt richtig Spaß gemacht. Ich habe Geschichten zu meinen Charakteren geschrieben, mir Biografien ausgedacht, einfach alles. Aber auch das ging vorbei. Irgendwann, als ich dann auch mit der Ausbildung anfing, habe ich mich eher in Richtung Singleplayer-Spiele orientiert. Eines der ersten Spiele, die ich dann gespielt habe, war 2014 Mass Effect. Also die ganze Reihe. Ich habe natürlich alles direkt nacheinander gesuchtet. Was für eine Spielereihe. Diese Games gehören für mich immer noch zu den besten, die ich jemals gespielt habe. Diese Charakterbindung, die diese Spiele aufbaut, ist einfach richtig genial. Ich spielte also so ein paar Jahre diverse Singleplayer-Spiele vor mich hin und dann kam eines Tages ein Spiel in mein Blickfeld. Es war Elite Dangerous. Als absolute Astronomie und Astrophysik nah war dieses Spiel eine absolute Offenbarung für mich. Man kann dort einfach durch die gesamte Milchstraße reisen. Durch die gesamte! Das sind 400 Milliarden Sternensysteme, die ihr alle entdecken könnt. Und das Beste, wenn ihr die als Erster entdeckt, steht da für jeden sichtbar euer Name dran. Für immer! Also zumindest bis die Server abgestellt werden. Aber ihr habt dieses System entdeckt. Ihr seid ein echter Space Columbus. Dieses Spiel hat einfach innerhalb von 1,5 Jahren trotz Vollzeitarbeit 1000 Stunden meiner Zeit verschlungen. Und ich sage euch, jede einzelne Sekunde davon war es wert. Jetzt bin ich fast 35 Jahre alt und ich denke nicht einmal im Traum daran, mit Zocken aufzuhören. Man ist nie zu alt, um Dinge zu tun, die einem wirklich Spaß machen. Lasst euch bloß nicht einreden, dass ihr zu alt seid zum Zocken. Die anderen sind einfach nur langweilig und haben keine Ahnung, wie viel Spaß das macht. Bleibt einfach, wie ihr seid. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Video.